herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer SQL Murder Mystery Reihe, in dem wir euch erklären, wer ist denn jetzt eigentlich der Mörder? Wir haben unsere Tabelle mit den Personen letztes Mal schon angeguckt, aber wir sind nicht wirklich dazu gekommen, dass wir sagen können, welche von diesen Einträgen sind denn jetzt die Mülldaten und welche sind die wirklichen Daten. Hatten wir ganz zu Anfang der Videoreihe schon mal spekuliert, okay, es ist eine Binärzahl, das könnte ein Hinweis sein, aber ansonsten steckt hier halt die 10.000 und 11 drin. Und das macht einen stutzig. Da kommt man jetzt unmittelbar auf die Idee zu sagen, hat da vielleicht jemand 10.000 Datensätze generiert und 11 Datensätze, die händisch ausgewählte Eigenschaften haben, damit sie dem Mörder so ähnlich sind, dass sie dem Spieler im Weg sind. Genau. Was wir jetzt also machen wollen, ist, anstatt dass wir uns nur mit dem Count beschäftigen, wollen wir hier eine Liste von den Spielern oder den Einträgen haben, die halt für das Spiel relevant sind. Da würde zunächst halt dieser erste Crime Scene Report sagen, ja, du musst 2 Personen befragen. Mit diesen Hinweisen, die wir daraus bekommen, würde man dann für den ersten Zeugen dieses Statement zusammenbauen. Der hat halt die höchste Nummer in der, also am Ende des Northwestern Drive. Und dann kommt man halt drauf, ja, das ist Morty Shapiro. Das heißt, von dem nehme ich mir mal die ID-Nummer und merke mir die hier oben vor. Das sind meine Zeugen. Die zweite Zeugin ist schon ein Giveaway, sorry, hatte halt den Hinweis in der Franklin Avenue. Wir hatten ja im letzten Teil gesehen, Northwestern Drive und Franklin Avenue waren diese beiden besonderen Straßen. Und hat den Namen Annabelle und dann komme ich halt auf diese ID-Nummer für meine zweite Zeugin. Dann mit den Aussagen der Zeugen, also aus Mortys Zeugenaussage, können wir dann halt dieses Select hier gewinnen. Das ist jetzt nicht alle Hinweise auswerten, die in Mortys Zeugenaussage vorkommen, sondern einfach nur sagen, Morty hat behauptet, die FitNow Member ID fängt an mit den Buchstaben 48Z. Und dann sehen wir hier, da werden uns also 3 Personen in den Weg gelegt, von denen dann nachher eine halt der Mörder wäre. Aber damit wir halt den Mörder nicht unmittelbar aus der ersten Zeugenaussage erschließen können, ist dann halt hier noch 2, die einfach handgeneriert oder von Hand so gebaut wurden, dass sie halt mit dem einzigen Hinweis hier, mit diesem einzigen Indiz, auch als Verdächtige noch auftauchen. Und deswegen kopiere ich mir auch hier die Personen-IDs. Aber nicht nur Morty hat ja auch eine entsprechende Zeugenaussage gemacht, wie wir wissen, sondern auch Annabelle hat eine Zeugenaussage gemacht. Genau, Annabels Zeugenaussage haben wir auch da. Wenn man die auch wieder nicht genau liest und einfach nur einen Indiz rausgreift mit die Zulassungsnummer an dem Auto soll H42W enthalten, dann haben wir die Zeugen, also die Verdächtigen durch Annabelle identifiziert. Und auch die würde ich hier oben wieder in unser Statement überführen. So, und wenn man jetzt genau liest, dann sieht man die 67318, 67318, die ist die Überschneidung. Das heißt also, die Zeugenaussagen von Annabelle und Morty überschneiden sich an dieser Stelle und identifizieren halt den Jeremy Bowers. Jeremy Bowers hier als Mörder. Beide haben diese Person Das gesehen. kann man natürlich jetzt nochmal verifizieren, genau. Da haben wir Und siehe da. Congratulations. Wir würden jetzt hier mit dem Hinweis gefüttert, dass wir noch nach dem Bösewicht im Hintergrund suchen sollen. Und deswegen geht das Spiel hier noch ein bisschen weiter.
insofern, als dass wir jetzt die Aussage von dem Jeremy Bowers selber auswerten können. Da kommen wir dann halt auf weitere zusätzliche Verdächtige, die durch den Jeremy Bowers belastet werden und uns einen Einblick geben sollen, wer dann der Bösewicht im Hintergrund ist. Und auch die würde ich hier nochmal als Zusatzlevel hinzufügen. Jetzt haben wir eine Liste von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moment. Wir haben ja am Anfang des Videos festgehalten, es sind insgesamt 10.011 Datensätze vorhanden. Und wir haben jetzt aber 12 Personen. Also entweder hat mein Generator nicht richtig funktioniert, Ja, oder jemand kann nicht zählen. also diese Personen haben wir jetzt durch Annahmen getroffen, dass das die wahrscheinlich händisch generierten Nutzdaten sind, die unter dem Haufen von generierten Daten verteilt sind. Und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie es dazu kommen kann, dass wir hier jetzt 12 und nicht 11 haben. Also die erste Möglichkeit wäre zu sagen, der Generator war an dieser Stelle so gut, dass er zum Spiel passende Daten generiert hat, die dem Spieler da augenscheinlich in den Weg geraten sind, sodass ich die jetzt fälschlicherweise hier diesen 12 zugeordnet habe. Die nächste Erklärung könnte sein, dass zwar 10.000 Datensätze generiert wurden, aber einer von diesen 10.000 Datensätzen hat das Spiel so gestört, dass es die Lösung verhindert hat. Dass also der zufällig generierte Datensatz ein potenziell zweiter Mörder wäre, der auf alle Beschreibungen passt, die meine Zeugenaussagen da decken. Und deswegen könnte es sein, dass also der Programmierer hingegangen ist und gesagt, okay, ich habe 10.000 generiert und einen davon musste ich weglöschen, weil der hat gestört. Was ist mit der dritten Option, dass wenn ich genügend Zahlen in einer Vorschleife zum Beispiel generiere und einfach mit dem falschen Startwert anfange? Weil dann hätte ich nämlich den Hintergrund, dass wenn ich wenn ich mit einer einfachen Integer-Schleife halt anfange und ich starte zum Beispiel mit einer 1 und sage dann, dass sie kleiner sein soll als 10.000, dann hätte ich den charmanten Vorteil, dass ich mich tatsächlich um genau einen einzigen Datensatz verrechnet hätte. Ja, auch das lässt sich nicht ausschließen. Also eventuell, wir haben ja schon gesehen, es wurde nicht geprüft, dass alle Generatoren tatsächlich Texte generieren, dass wir also Nulls eingefügt hatten. Und auch das wäre eine Nachlässigkeit, die bei so einem schnell hingeritzten Generator passieren könnte. Könnten wir auch durch eine gezielte Einschränkung oder eine bessere Einschränkung von ein paar Where-Clausen auch unsere Datenmengen reduzieren? Vielleicht haben wir wirklich per Zufall einen zufallsgenerierten Datensatz drin. Ja, also wenn wir das letzte Statement hier nochmal angucken und ich hier nochmal schaue, also ich habe jetzt halt hier mit einem OR gearbeitet, um einfach diese verschiedenen Datensätze zu zeigen, aber wenn ich das auf ein AND ändere, dann bleiben hier nur noch 3 übrig, weil ein Mann und eine Frau mit falscher Haarfarbe fallen raus. Und jetzt kann ich nämlich demonstrieren, hier von der Spielmechanik her, wenn ich also alle Hinweise anwende, habe ich 3 Datensätze. Wenn ich jetzt also ein beliebiges von diesen Kriterien auskommentiere, also ich könnte jetzt sogar halt das hier auch rauslöschen, dann bleibe ich halt offensichtlich bei diesen 3. Ich habe also einen Mechanismus mit Redundanz, der sagt, du kannst auf ein beliebiges Kriterium hiervon verzichten, ohne dass es halt kriegsentscheidend wäre. Dass also dadurch der Spielverlauf stockt. Es ist also eine Designentscheidung gewesen, von dem Spielentwickler zu sagen, ja, egal welchem Ansatz du vorgehst, kommst du halt auch mit 4 von 5 Hinweisen zum Ziel. Gut, ich denke, das war unser 4. Teil. Wir sehen uns dann wieder im 5. Teil.